Heute zeige ich euch ein Lippenzeichnen-Tutorial für Anfänger, um meine Serie zum Zeichnenlernen für Anfänger fortzusetzen. Ich zeige euch, wie ihr Lippen von vorne einfach Schritt für Schritt zeichnen lernen könnt. Um die Lippen realistisch zu zeichnen, solltet ihr auch das Prinzip von Licht und Schatten verstehen. Wenn ihr darin noch nicht so geübt seid, würde ich euch empfehlen, euch dazu das ein oder andere Tutorial anzuschauen. In diesem Tutorial zum Lippenzeichnen kommt die Lichtquelle von vorne, aber auch ein bisschen von oben. Wo ihr dafür die Reflexionen einzeichnet, zeige ich euch später. Zuerst fangen wir aber mit der Form der Lippen an. Dafür macht ihr als erstes einen kleinen Bogen in die Mitte. Dann legt ihr die Länge der Lippen fest und macht an beiden Enden einen kleinen Punkt bzw. eine kleine Linie. Die setzt ihr ungefähr auf der Höhe vom unteren Rand von dem Bogen an. Dann zeichnet ihr von beiden Enden des Bogens aus jeweils eine geschwungene Linie hin zu den kleinen Punkten bzw. Linien, die ihr eben eingezeichnet habt. An dieser Linie treffen Oberlippe und Unterlippe aufeinander. Um jetzt die Oberlippe einzuzeichnen, zeichnet ihr nochmal einen kleinen Bogen über den Bogen, den ihr eben als erstes gezeichnet habt. Der Bogen kann nach unten hin ruhig ein bisschen spitzer zulaufen. Das kommt ganz darauf an, wie die Lippen, die ihr zeichnen möchtet, geformt sind. Auch von diesem Bogen zeichnet ihr von beiden Enden jeweils eine Linie hin zu den kleinen Punkten am Rand. Versucht beide Seiten so gleich wie möglich hinzubekommen. Für die Unterlippe zeichnen wir eine relativ gerade Linie in die Mitte, die sich dann an beiden Enden leicht nach oben biegt. Diese Linie verbinden wir nicht mit den beiden kleinen Punkten am Rand, da die Unterlippe normalerweise nur durch den Schatten vom Kinn angedeutet wird. Der nächste Schritt in diesem Lippenzeichnen-Tutorial für Anfänger ist das Schattieren. Zuerst schattieren wir beide Lippen in einem Ton als Ausgangsbasis für das weitere Schattieren. Ich halte meinen Bleistift dafür gerne etwas schräg, damit ich keine ungewollten Linien einzeichne und alles mit dem Verwischen eine schön gleichmäßige Fläche wird. Wenn ihr meine letzten Videos zum Thema Zeichnenlernen für Anfänger gesehen habt, wisst ihr, dass ich zum Verwischen gerne meinen Papierwischer nehme. Aber wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch ein Stück Klopapier oder ein Wattestäbchen nehmen. Sobald wir das gemacht haben, zeichnen wir die Reflexionen ein, damit wir die Stelle beim weiteren Schattieren so gut wie möglich freilassen können. Versucht die Reflexion auf der unteren Lippe in der Form der Lippen einzuzeichnen, also am Rand nicht komplett gerade, damit es am Ende auch realistisch aussieht. An der oberen Lippe haben wir am höchsten Punkt auch eine kleine Reflexion. Dann zeichnen wir ganz viele gebogene Linien, um die Form der Lippen anzudeuten. Versucht die Linien nicht zu stark zu machen, aber auch nicht zu schwach. Wir verwischen das Ganze später, aber die Linien sollten dann immer noch ein bisschen durchschimmern. Sobald ihr die gebogenen Linien eingezeichnet habt, können wir mit dem Schattieren anfangen. An der Stelle der Mundwinkel wirken die Lippen am dunkelsten, da hier am wenigsten Licht hinkommt. Auch der obere Rand der unteren Lippe ist recht dunkel, da die obere Lippe Schatten wirft. Schraffiert die Stellen dafür am besten mit einem weichen Bleistift und verwischt das Ganze dann. Ich habe dann auch, bevor die untere Lippe komplett fertig war, mit der oberen Lippe weitergemacht, weil ich finde, man kann das viel besser verbessern, wenn die anderen Stellen auf dem gleichen Stand sind. Auch für die obere Lippe in diesem Lippenzeichnen-Tutorial für Anfänger zeichnen wir ein paar gebogene Linien ein, um die Form der Lippe anzudeuten. Bei der oberen Lippe ist der untere Teil etwas dunkler als der obere. Zum Schattieren macht ihr das gleiche wie bei der unteren Lippe auch. Wie ihr seht, habe ich auch sehr viel mit meinem Papierwischer und auch einem Radiergummi gearbeitet. Hier gilt wie immer, probiert euch da einfach ganz viel aus. Nehmt euch ein Referenzfoto und übt, und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, bekommt ihr ein gutes Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht.
hoffe, mein Lippenzeichner-Tutorial für Anfänger hat euch gefallen und vor allem geholfen. Wenn das so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und Anmerkungen, Wünsche und Kritik könnt ihr mir gerne in den Kommentaren dalassen. Und wenn euch eine Videoserie zum Thema Zeichenlernen für Anfänger, in der ihr Schritt für Schritt zeichnen lernen werdet, interessiert, abonniert meinen Kanal und ich sehe euch beim nächsten Video.